Someone's gonna do it. Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte stehst. New generation, man. Go! Go, go, go. Can you take the champ out? Wenn du alles gemacht hast, liegt es nicht an dir. Was geht ab, Leute? Guten Morgen aus Florida, aus Camp USA. 6:56 Uhr. Hätte mir das mal einer gesagt, als 14-, 15-Jähriger, dass ich um 6:55 aufstehe, zum 5. Mal in der heutigen Nacht, dann hätte ich gesagt, Junge, laber mich nicht voll, aber herzlich willkommen aus Florida. Ich nehme euch heute mal den ganzen Tag mit, denn wir sind jetzt den 3. Tag hier und haben uns langsam aber sicher eingelebt, wie man schon hinter mir sieht. Die Küche ist prall gefüllt, die Gains sind am Start und wir sind eigentlich auch wieder gut auf Spur nach dem langen Flug, nach der langen Reise. Ja, heißt hier wieder back in die Routine, denn wir wollen Bestform bringen zum fucking O. Gewicht und Formcheck wird gemacht und wird Stefan durchgegeben. Und jetzt gibt es aber erstmal einen guten Liter Wasser und dann mein Pre-Cardio-Stack. Wird ein bisschen gechillt und dann geht's ab ins Gym, um Cardio und mein morgendliches Posing zu machen. Alice sieht aus wie ein Besen, aber ist trotzdem die schönste Frau der Welt. Alice und ich schlafen ja getrennt. Beziehungskrise bei Kadiczynskis kann man das Video jetzt nennen. Nee, aber wir schlafen getrennt, weil Roomtour kommt auch noch, aber in den nächsten Videos denke ich, weil wir dann einfach besser pennen. Und wie haben wir uns heute Morgen begrüßt? Im klassischen Miracle Wear Partnerlook, so sieht's aus, nicht abgesprochen. Das erste Shirt, wer das noch hat, der ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ansonsten die nächsten Kollektionen droppen und auch bald das Olympia-Shirt. Also checkt auf jeden Fall immer den Shop ab. Erstmal eine gute Schippe rein da in den Kessel. Da, schwenkt rüber, Frau. Klatschen wir jetzt noch Meter rein. Meter plus, einfach um den Stoffwechsel anzuregen, um die Thermogenese fürs Cardio anzuregen, die Fettverbrennung anzuregen, und das kombiniere ich, sehr geile Kombo, mit dem Diet Support Pro. Davon 2 Kapseln. Und dann fahre ich da auf jeden Fall hoch. Das Weitere nicht jetzt fast vergessen, weil es schon so routiniert ist. Gibt's abgepackt für, glaube ich, 3 Monate die Morgen-Supplements. Da haben wir solche anti-entzündlichen Geschichten drin wie Kurkumin, Wobenzym, wir haben das Vayu Heart, Lipid, also die ganzen Health-Produkte, das nehme ich morgens gern ein, denn die ganzen anti-entzündlichen Sachen wie Omega, Kurkumin, wie schon gesagt, solltet ihr nicht ums Training rumnehmen, da ist eine Entzündung wichtig, um den Muskelreiz auf jeden Fall, ja, durch den Muskelreiz den Muskel wachsen zu lassen. Und deshalb gibt es die morgens und abends gibt es auch nochmal Kurkumin. Ich bin ein Big Believer darin und das hat mir auch echt geholfen, gegen die ganzen Entzündungen im Körper auf jeden Fall voranzugehen. Ich bin ja einer, der gerne prepared ist und vorbereitet, deswegen, wenn ich schon dabei bin und mich hier mein Meter angemischt habe, gibt es auch gleich das Daily, mein absolutes Lieblingsprodukt, muss ich sagen, von ESN. Also nicht nur von der Wirkung, sondern auch geschmacklich einfach ein All-in-One-Produkt, was ein absoluter Banger ist. Also probiert es gerne mal aus. Doppelte Portion packe ich mir hier in die Tupper ein. Und die gibt es bei mir dann immer nach dem Cardio, wenn ich wieder nach Hause step. Dann hat der Shake auf jeden Fall Zeit zu wirken. Dann gibt es hier dann später die erste Mahlzeit. So ist es von der Taktung optimal. Wer jetzt das nur nicht machen kann, dann ist scheißegal. Ihr könnt das auch nach dem Training nehmen, am Abend nehmen. Also am Abend macht es auch Sinn mit dem Glutamin. Nach dem Training macht es Sinn, da Glutamin auf jeden Fall auch hilft bei der Kohlenhydrataufnahme und durch die geleerten ATP-Energiespeicher mit Hilfe des enthaltenen Kreatins die Speicher direkt wieder voll gemacht werden. Instagram Live.
Das geht hier ab. Schreibt mal was rein für den YouTube-Algo. So sieht's aus, ihr seid live hier drin. Im Vlog. Community, so sieht's aus. Perfekte Uhrzeit in den USA, um in Deutschland live zu gehen. Und wird auf jeden Fall ein geiler erster Vlog aus den USA kommen. Deswegen YouTube abchecken und ihr checkt Insta ab. Cardio geschafft, 21 Minuten durch und hinter mir befindet sich der Posingraum. Da gehe ich jetzt rein, mache 2 Runden und dann ja, wäre ich durch mit der Morgenroutine. Geht's ab nach Hause und dann sehen wir uns dort wieder fürs Frühstück. Ich habe Hunger, deswegen let's do this und let's get out of here. Jetzt sind wir durch und der aufmerksame Zuschauer weiß, was es jetzt gibt. Und zwar die leere Wasserpulle, der Schwabe, der hier sparen. Macht das Ding jetzt erstmal voll. Und der noch aufmerksamere Zuschauer weiß, dass ich jetzt morgens um 9 Uhr ungefähr schon circa gute 3 Liter Wasser drin habe. Ich bin einfach ein großer Befürworter und ich glaube daran, ich bin ein Big Believer in Stay Hydrated, viel Wasser zu trinken über das ganze Jahr oder generell Flüssigkeit ist sehr, sehr wichtig, um die ganzen Toxine und alles aus dem Körper zu spülen, aber dann auch genug Elektrolyte zuzuführen. Deswegen wichtig auch gut zu salzen, nicht so wie die Oldschool-Fraktion, die immer denken, Salz ist Gift und Salz darf man nicht benutzen in der Vorbereitung. Also 8 Gramm Salz und so gute 6 bis 8 Liter trinke ich schon am Tag. Wenn ihr jetzt 60 Kilo wiegt, dann braucht ihr das nicht. Man rechnet immer so pro 20 Kilo Körpergewicht 1 Liter Wasser und dann seid ihr auf jeden Fall safe und ihr geht ein bisschen mehr. Und so sieht das Ganze hier aus. Pulver haben wir heute Morgen ja vorbereitet. Und ich sag's euch, ich freue mich jeden Morgen auf dieses Daily, weil der Geschmack, ich schwör's euch, ich laber ja echt nicht oft Scheiße, was die Geschmäcker angeht, wie diese 0815 Influencer, aber der Geschmack von dem Ding ist geistesgestört, dieses sauer. Mahlzeit ist angerichtet. Was gibt's bei dir erstmal? Hau mal kurz raus. Bei mir? Ja. Alices Rice Pudding. Bei mir gibt es Crown Turkey mit Tomaten. So ein grüne Pampe-Salat. Die Green Machine, musst du sagen. Was? Die Green Machine. Ja, weil ich Gemüse hasse. Wenigstens ein bisschen was an Gemüse. Top. Wir tun mal so. Vorbildlich. Und Reispudding mit so Matschbanane und Mandelmus. Apfelmus und Mandelmus. Nein, das ist Bananenmus. Stimmt. Aus der Kinderabteilung. Bei mir, unter dem Rasen hier, befindet sich irgendwo noch ein bisschen Ei. Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber ich raste in der Vorbereitung mit Gewürzen immer komplett aus. Aber ist ganz geil, das ist so Schnittlauch, getrocknete Zwiebeln, Paprika. Kurz gefasst, die Salatkräuter von Lidl. Ja, hier musste ich mir die selbst zusammenstellen. Aber Lidl lohnt sich, deswegen schaut da mal vorbei. Dann 250 Gramm Eiklar, Nährwerte, alles sind eingeblendet. Und hier haben wir unter dem Zimtteppich Haferflocken, glutenfrei. Und ja, was ist noch drin? Gefrorene Beeren. Dazu gibt es die Subs am Morgen. Athlete Stack, 7 Stück morgens, 7 Stück abends, beziehungsweise eher 10 für mich. Dann hat man da auch eine ordentliche Dosis für, wie gesagt, Männer über 100 Kilo. Hier haben wir drin Omegas, Vitamin D3, K2. Wir haben das Kalm drin, da ist das Ashwagandha mit drin. Und das Ashwagandha sorgt für eine Testosteronsteigerung und für eine Ruhe. Also kommt man runter. Denn runterkommen heißt es gleich, da lege ich mich nochmal ab, chill, relax, jetzt wird erstmal gegessen, ich habe Hunger und wir sehen uns zur nächsten Mahlzeit wieder. Weiter geht's hier. Jetzt heißt es Pre-Workout mir, darauf freue ich mich. Gleich werden die Beine zerstört und was ich hier auch irgendwie mache, weil ich irgendwie Bock drauf habe,
Ihr wisst ja, Diät-Ticks und so. Ich schneide mir hier einen Apfel. Das sind, by the way, die dicksten zugespritzten Äpfel ever. Also willkommen in den USA. Wir sind 3 Tage da, der Zimt ist schon fast leer. Perfektes Zeichen. Und ein bisschen Zimt drüber. Kommen Sie in die Mikro. Alice kriegt ein paar Reiswaffeln. Das machen wir da 30 Sekunden rein und so lange wird der Whey Pudding zubereitet. Was darf es für dich jetzt sein? Total Protein Choco Brownie, Final oder Designer Whey Cinnamon Cereal? Total Protein. Nehmen wir das Total Protein für Alice, auch zu Erdenbo. More Nutrition mit Code Alice. Super. Wie viel Gramm darf es sein? 50 Gramm. $51 für die Extra Gains. Und, weil viele ja immer fragen, wie machst du diesen Pudding? Einfachste der Welt. 50 Gramm Whey, 50 Gramm Wasser. Und dann schön einrühren das Ganze hier. Man sieht richtig, dass du die Skills schon drauf hast. Ja, alles gelernt, alles jahrelange Perfektion und Kreation. Da das More Whey aber so ein bisschen konsistenztechnisch nochmal geiler ist, kann man da noch ein bisschen Wasser nachlernen. So. Wir haben es jetzt auf Kamera festgehalten, dass du das More Whey geil findest. Es ist cremiger. Für mich. Die Umsätze werden durch die Decke gehen. Perfekt. Für die Dame natürlich. Und für den Herrn packe ich mir halt das Final Protein. Ich mache mir genau dasselbe. Dazu gibt es Rice Pudding. Das ist jetzt der für Post-Workout. Der Pre-Workout ist in der Gefriertruhe. Dann wird der auch nochmal schön. Und das habt ihr ja in den letzten Videos gesehen. Wer das nicht gemacht hat, schaut es euch an. Wir gucken mal nach den Äpfeln. Ja, ich glaube, die können noch eine Runde vertragen. Der gute alte Bratapfel. Und dann sehen wir uns gleich beim Essen. Sieht's aus, ein Traum jedes Jugendlichen auf dem Sofa zu essen, gell? Ein bisschen unsere Mütter sehen. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass wir keinen Esstisch haben. Ja, gell, wir haben keinen Esstisch offiziell. Reispudding haben wir, Whey haben wir, Apfel haben wir, würde ich sagen guten. Und dann sehen wir uns im Gym für einen geilen Leg Day. Nee, was gibt es davor noch? Stimmt. Ich glaube, Booster oder auch noch. Gehirnzellen lassen nach. Prep Brain. Komme ich nicht mehr. Mein Grizzly Punch wird noch geliefert und wir arbeiten an Hochdruck dran, also der wird vor dem Olympia noch rauskommen. Das kann ich euch schon mal sicher sagen. Wir mischen heute hier schön einen, außerdem wenn der Booster klumpt. Nicht denken, dass es vergammelt ist oder so, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Denn wenn der Booster klumpt, dann sind die Inhaltsstoffe auch am Start. Und davon scheppern wir uns heute was rein. Damit fliege ich auf jeden Fall zum Planeten Mars heute. So sieht's aus, Booster angerichtet, das wird jetzt rein ins System gefahren und dann sehen wir uns im Gym. Das Ganze könnt ihr erwerben und diese Reise hier, die Reise zum Olympia, supporten bei esn.com mit euren Einkäufen, Code Polacco. Gerade in so einer Vorbereitung ist es definitiv wichtig und ja, sehr dankbar, dass ihr die Athleten unterstützt. Also alle Wettkampfsportler freuen sich da echt sehr drüber. Influencer können ihr ganzes Jahr ihre Rezepte posten, aber als Athlet arbeitest du zum Wettkampf darauf hin, der kostet Geld und deswegen sind wir dankbar für die Unterstützung. Wie gesagt, Code Polacco und die Tasten feuern. Und jetzt geht's ab zum Leg Day. Auch hier werden
Auch hier werden die Schritte reingeholt, deswegen sind wir kurz rüber gesteppt von der Bude. Vor den heiligen Hallen des Revive Gyms, sieht von außen immer so aus, als wäre es zu. Und heute ist Sonntag und Sonntag ist Leg Day, deswegen rein da. So einer der wenigen Adduktoren, wo man nicht immer Fullstack macht tatsächlich, der von Prime. Ihr wisst, der Prime-Liebhaber, man kennt ihn, Urs Kalecinski, hallo, freut mich, herzlich willkommen. Wir arbeiten uns hoch jetzt hier zum Topsatz. Hier mache ich auch Top und dann immer 1-2 Backoff-Sätze. Mein Beintraining gestalte ich recht simpel und gucke, wie es geht. Deswegen muss ich mich hier noch in den USA ans Gewicht rantasten, aber immer ungefähr durch 2 rechnen, dann hat man das deutsche Kilo. Dann noch 3. 1, 2, auf geht's. Ab! Komm. Noch eine, komm. Ist ganz geil hier. Hinten kann man bei den Prime-Geräten noch das Widerstandsprofil verändern. Wir haben jetzt auf Stufe 1 gearbeitet. Da ist überall gleich. Also die Stufe 2 und den Rest kann man vergessen. Der ist beschissen, weil das heißt, es wird in der Kontraktion schwerer. Jetzt ist es aber die gedehnte Position. Also am Anfang ist schwerer und vorne, wenn man dann immer abkackt, wird es dann leichter. Also extrem geil, kann man guten Reiz draufsetzen. Und so tue ich das ganze handhaben. Noch 2, komm. Ab. Komm. Okay. Heute haben wir ja eigentlich quadrizepslastigen Beintag, aber egal ob bei mir Quad Day, Ham Day oder sonst was ist, gibt es vorher immer eine Übung für den Beuger. Heute machen wir sitzenden Beuger und da will ich mal den drüben probieren. Ich habe jetzt vorgestern schon Beine gemacht, oder nee, als wir angekommen sind. Ich weiß es schon gar nicht mehr, völlig lost in der Birne. Und da habe ich den anderen gemacht, der ist auch cool, aber da muss man so viel extra Gewicht drauf klatschen, dass der richtig scheppert. Deswegen, das ist hier halt auch purer Luxus, dass so da hinten ein ganzer Beinraum ist. Hier stehen auch noch die Beinmaschinen und die stehen immer per Muskelgruppe so zusammen. Da muss man seinen Sack und Pack gar nicht durch die halbe Gegend schleppen immer. Auch die Scheiben hier sind genormt. Es gibt nur von einer Marke, also das sind so Kleinigkeiten, haben die Amis zu mir gesagt, ja, ist doch ganz normal, Alter. Da habe ich gesagt, dann komm mal nach Berlin in den Bunker. Da hast du, und dann immer schön, auch das Gewicht ist immer re-racked, also aufgeräumt. Das ist schon Leihwand, wie Stefan sagen wird. Eine, komm. Letztes Jahr vor dem Olympia war ich schon ein bisschen zu früh dran, weil da weiß ich, da war so 4, 5, 6 Wochen vorher schon echt so mäßig von der Kraft und jetzt ist es noch relativ okay. Komm noch 2. Komm noch eine. Be careful. This leg machine functions differently than others, which one you are familiar with. It only takes a small addition of weight here
add a lot of extra resistance to the lift. Wenn du hier 10 mehr drauf machst, ist es aber ein Sprung von 90 auf 103 lbs. Also es wird deutlich schwerer, aber ist auch normal. Wer bei den Dingern hier irgendwie 5 Platten macht, der hat einen völligen Dach. Wie gesagt, ist okay. Deswegen habe ich jetzt auch schon 3 gute Aufwärmsätze. Guck jetzt, wie es sich mit dem anfühlt und gehe mit dem Flow. Also ihr müsst auch nicht immer nur extreme Lasten bewegen. Klar, wenn ihr überschwerer trainiert, wisst ihr selbst, wächst der Muskel. Last ist auf jeden Fall das Optimum, aber ihr könnt auch easy auf hohe Wiederholungen gehen. Bei der Beinpresse mache ich das verdammt gerne, weil es verdammt eklig ist, verdammt challenging. Also wer mal über 15 oder über 20, 25 Wiederholungen gemacht hat, brennt euch alles weg, bis der Arzt kommt. Bist du da? Ja. Show! Weiter. Push! Eine! Auf geht's, komm. Nicht zu viel. Ja, komm. Auf geht's. Ja. Weiter. Auf geht's. Ja, drop it! Weiter, komm. Hoch, auf, komm, 5 Stück. Und 3, noch 2, komm. Auf geht's. Noch eine. Fuck! Pendulum ist eine geile Scheiße. Jahrelang nicht gemacht, aber keine Knieschmerzen, überkranken Reiz gesetzt. Was will man mehr? Beinpressen. So, schieb rein.
Yeah, I was a bit afraid, but it was a good one. Ich mache jetzt so ein kleines Cluster, habe ich mir vorgenommen. Einfach aus dem Grund, da ich viele qualitative Wiederholungen will. Jetzt hier im letzten Satz und viele Wiederholungen vor allem, um richtig Blut reinzubringen, um richtig auseinanderzureißen. Deswegen machen wir jetzt, würde ich sagen, 7 oder 8 Plates auf 20 Reps. Fünf. Zehn. Zieh durch, komm. Jawohl. Drei Stück noch. Jawohl. Komm jetzt. Machst du weg jetzt. 2 Olympia. Komm. Für Deutschland. Alter, vorbei. Vorbei. Alter. Ja, da kommt auch schon wieder die Galle hoch. Jetzt die wohl ekligste Übung ever. Split Squats. Aber das habe ich hier schon direkt gefeiert, als ich reingekommen bin. Hier kann man das einfach an der Maschine so machen. Kannte ich davor so gar nicht, ehrlich gesagt. Aber macht es natürlich um einiges stabiler, bequemer. Ihr könnt es gut halten und muss dann nicht mit Koordination Schwierigkeiten haben wie mit der Kurzhantel. Das hat mich immer voll abgefuckt. Und das ist halt eine sehr geile Übung, genau für den seitlichen Arsch- und Beuger, das laber ich, Quadrizeps-Übergang. Und da ich das auf jeden Fall noch ausbauen will, machen wir das. Beinstrecke. Jetzt hier einen Satz gemacht mit konstanter Spannung, auch schön viele Wiederholungen. Beinstrecker für mich eine der geilsten Übungen. Ich schwör's dir, ich könnte 3-4 Sätze davon machen und ich wüsste, ich würde einen geilen Reiz setzen und brennt auch schön eklig. Ich glaube, das können wir heute als Titel wählen. Feuerfrei in Florida.
Sunny State, brennt nicht nur die Sonne, sondern auch die Beine. Jetzt mache ich hier nochmal einen Satz und guck, mach einfach ein paar Sätze, mach richtig schön voll den Quadrizeps, bis es nicht mehr geht. Und dann finishen wir Leg Day mit nochmal Beinbeuger und dann soll gut sein. Da. 2 noch, komm. Zu rein, komm. Jawohl. Okay. Oh, fuck. Junge, das hast du gut gehandelt. Oh, Junge. Puh. Jetzt ist durch. Ja. Jetzt auch spontan noch dazu entschieden, dass wir jetzt was Einzelnes machen, weil sonst habe ich immer beidbeinige Beinbeugerübungen drinnen und ja, um das Ganze auch immer schön zu balancen, mache ich am Beintag eigentlich immer eine einzelne noch und da ich das so ein bisschen, also wenigstens grob den Rhythmus beibehalten will, was die Übungsauswahl angeht, von der Struktur her vom Training, machen wir heute auch eine einzelne und am Hamstring- und Rückentag, wo ich beides zusammen kombiniere, mache ich immer die liegende Beinbeugerübung noch. Willkommen in unserer Gartenlaube. Sieht halt echt aus wie eine Gartenlaube hier. So die ekligsten Kommt mal Tiere rein. Pass auf, dass du umherlaufen. nicht auf das Viech da trittst. Kabelbinder. Wusstest du, dass die weiterlebt, wenn ihr Schwanz abfällt? Aber ich glaube, die ist tot. So klein. Ja. Perfekt. Niemals stand der Pumpkin hier schon immer. Nein. Futtertechnisch, ich zeige es euch einfach jetzt, weil ihr habt eigentlich dasselbe schon vorher gesehen, deswegen zeige ich euch es jetzt. Es gibt aber im Vergleich zu Formtraining direkt mal 2 Kapseln Ashwagandha in Helm. Nach solchen harten, kräftezehrenden Einheiten muss man auf jeden Fall gucken, dass das Stresslevel wieder sinkt. Und ganz, ganz wichtig, von vielen einfach komplett unterschätzt, eins der wichtigsten Supplements zusammen mit, zeige ich euch gleich, 2 Kapseln, Nummer 2,2. Eines der wichtigsten Supplemente für mich zusammen mit Kurkumin und, wo haben wir es? Ja, gerade nur als Spray da, aber macht auch nichts. Vitamin D3, K2 und Omegas, also meine Vitalstoff-Highlight sozusagen. Direkt rein, sind wir am Start. Dann gibt es einen von diesen super anabolen Äpfeln. Es gibt 50 Gramm Final Protein als Pudding und es gibt Reispudding. In diesem Sinne sage ich, wir lassen es uns schmecken, duschen, machen uns ready, chillen und dann sehen wir uns zur nächsten Mahlzeit später wieder. Post-Workout-Meal ist drin. Bisschen auf die Couch gechillt. Zeige euch mal, wie es im Hause Olympia USA Prep so weitergeht. Und 1, 2 ab. Jawohl. Da stehen wir schon mal. Geduscht sind wir auch. Die Meal Prep für heute. Good old Turkey. Hier haben wir noch die Gold Potatoes. Gold ist schon mal die richtige Farbe. Davon gibt es jetzt 500 Gramm. Die haue ich für 8 Minuten in die Mikro, dann sind die auch ready. Und so sieht der Finished Product aus. Hier die Kartoffeln habe ich so klein gestanzt mit ordentlichem Gewürzteppich überzogen. Hier haben wir das Turkey und Gemüse. Dabei wird ein bisschen YouTube geschaut. Habe mir das neue Rep One Video reingezogen vom Wettkampf in Italien. Schade, dass Tim die Quali nicht geholt hat, aber ich bin mir sicher, das ist nur eine Frage der Zeit. Ansonsten Glückwunsch an Roman auf jeden Fall für den zweiten. Ist immer ein cooles Battle zwischen denen. Ich lasse mir das Ganze schmecken und ruhe mich aus. Ich bin echt durch heute, muss ich sagen. Der Rest Day morgen ist auf jeden Fall
Rind. Für den Herrn gibt es jetzt eine Runde Zero. Heute mal ganz gewagt. Es gibt Tropical mit Mango gemischt. Mal sehen, ob das was kann. Mein Schatz, probier mal. Was ist das für ein Luxus, Alter? Ich weiß gar nicht, wie viel Syrup habe ich in der Prep schon vernichtet. Aber das ist echt herrlich. Gottlos, bodenlos. Ehrliches Feedback. Feier ich. Ja? Ja, Tropical Mango Mischung könnt ihr euch gönnen, aber ich muss ehrlich sagen, die Sirupse feiere ich alle. Vor allem kann man gut durchmischen, ihr kommt auf euren Wassergehalt. Es ist echt angenehm für die Verdauung, muss ich sagen. Wir sind hier angekommen, haben natürlich erstmal Zero-Getränke geshoppt und so Cola. Saufe ich 2 Stück am Tag und dann merke ich schon auch so, in meinem Magen passt nicht alles, aber das geht echt runter wie Wasser, wie man im Schwabeländle sagt. Mir geht echt gut klar, guter Drink. Vor allem gerade wenn man in der Vorbereitung ist, kann man sich das easy reinhauen. Deswegen von mir auf jeden Fall eine 8,5 von 10. Highlight oder Beste bleibt immer noch Wassermelone. Beleidige ich hier. Und Mandarine ist auch gut. Auch nicht schlecht. Wassermelone, Mandarine und dann Peach Eis, die Holunder. Und es gibt das nächste. We have some Turkey. Genau, richtig geraten. Das riecht aber richtig gut. Es schmeckt auch sehr geil mit den Gewürzen. Spargelze, Zucchini. Wir haben Tomate und Turkey Breast. Das lassen wir uns schmecken und dann gehen wir eine Runde spazieren, um unseren Tag so langsam ausklingen zu lassen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch laufen kann mit den Legs, aber bei dir schwanken sie auch. Du hast dich ja auch gut auseinandergenommen. Ja, pose down. Ich würde sagen, einen guten. Und bis zum nächsten Mal. So, wir sind wieder zu Hause. Wir waren ein Ründchen spazieren. Mittlerweile ist schon dunkel. Vorletzte Mahlzeit steht an. Kohlenhydrate sind raus. Wir haben nochmal Turkey. Was ist das auf Deutsch eigentlich? Truthahn, ne? Mhm. Oder Putin. Puter oder Truthahn oder Drahthuhn, wie ihr es nennen wollt. Wir haben nochmal Spargel und wir haben Zucchini. Und das ist die vorletzte Mahlzeit. Die lassen wir uns schmecken. Schauen uns noch was Schönes an und dann sehen wir uns zum Highlight des heutigen Abends, zum letzten Meal. Und was das ist ein Secret. Es ist kalt. Wir kommen zum letzten Meal des Abends. Tada! Ice Cream. Was ist denn da los? Das wunderbare Ding. Keine Werbung, haben wir uns by the way gestern beschaffen und es wurde gleich Eis gemacht. Könnt ihr entweder das Total Protein nehmen oder das Final Protein oder das Designer Protein. Also geisteskrank, was ihr da alles draus zaubern könnt. Da drin ist jetzt noch Chunky Flavor mit drin. Und zwar das Brownie hier. Das ist eine richtig geile Kombo. Und wer isst nicht gerne Eis am Abend? Mandelmilch. Mit Mandelmilch und Whey, genau. Rezept findet ihr bei Alice. Wie daheim fühlt sich's an. So, die erste Runde ist durch. Und das Ganze sieht jetzt so ein bisschen pulverig aus. Das stimmt auch. Doch, wir sind ja noch nicht fertig. Da wird jetzt ein Loch reingemacht, aber ihr seht schon die Eiskonsistenz. Oh ja, yeah, das wird gut. Und dann kommen hier in das Loch die Nüsse rein. Und dann wird das hier wieder schön zugemacht. Es geht jetzt in die zweite Runde, sozusagen. Ins Final Callout. Last Man Standing. Nochmal rein hier. Und dann respinnen wir das Ganze. So, und jetzt duftet das Ganze. Pui. Zu einem schönen Eis geworden sein. Probieren wir das mal.
Ja. Geisteskrank. Miracle-Bär glücklich. Auf jeden Fall. Oh, das lacht er heute das erste Mal am Tag. Am Tag. Zudem gibt es hier noch meine Abendsupplements. Nochmal den Athlete Stack. Habt ihr einfach alles mit drin. Multimineral, Multivitamin. Um auf jeden Fall fit zu bleiben. Sowas wie Zink auch drin, ganz wichtig für die Hormonbildung auch. Hier haben wir nochmal Kurkumin, Omegas, Magnesium, UC2. Auch ganz wichtig für die passiven Strukturen, die Gelenke etc. Und wir haben das Melatonin-Spray oder das Night-Spray am Start, einfach für guten Schlaf, gerade in den letzten Wochen der Vorbereitung. Viele vergessen ihren Schlaf zu verbessern. Das Ganze gibt es jetzt bei mir. Letzte Mahlzeit und dann war es das auch schon. Dann geht's ab ins Bett und morgen startet der Tag von neuem. Denn ab morgen sind wir 26 Days out. Das war's von Bären und von Alice. Wir verabschieden uns aus dem Camp USA. Schreibt gerne mal in die Comments, was ihr gerne noch sehen wollt die nächsten Wochen, mit wem ihr noch was sehen wollt und lasst Support da. Wir bedanken uns und sagen gute Nacht, liebe Grüße nach Deutschland und adios.